Heute zeige ich euch, wie ich mir diesen Tauchscooter selbst gebaut habe. Der Akku sowie der 500 Watt Motor stammen aus diesem alten Rasenmäher. Als erstes habe ich mir diese zwei Kugellager für die Welle in ein Kupferrohrstück eingelötet und eine Düse eingeschraubt. Über die Düse werden später die Lager mit Fett versorgt. Das Ganze habe ich dann passgenau zwischen diese Holzscheiben verleimt. Damit das Ganze lang genug wird, habe ich noch einen zweiten Turm aus den Holzscheiben geleimt und rund gedrechselt. Als nächstes habe ich auch schon die Teile für die Motorbox ausgeschnitten. Alle Flächen, die später nur mit Silikon und Schrauben verklebt werden, habe ich lackiert. Dadurch kann man den Tauchscooter, wenn später etwas kaputt wird, bis zu einem gewissen Grad auch wieder zerlegen. Eine Beilagscheibe schweiße ich mir auf die Motorwelle, die dient später als Anschlag für den Propeller. Und diese zwei Muttern verschweiße ich miteinander, das wird dann der Übergang zwischen der Motorwelle und der verlängerten Welle. Damit das Ganze auch rund läuft, habe ich das kurz anlaufen lassen und dann verschweißt. Weil sich die verlängerte Welle beim Betrieb aber selbst abschrauben würde, habe ich mir so eine Übergangsmuffe gebastelt. Abgedichtet wird die Welle zusätzlich noch mit solch einem Gummistoppel. Um wie gesagt später wieder die Kugellager oder die Welle tauschen zu können, habe ich das jetzt hier nur mit Silikon abgedichtet und verschraubt. Alle Schraublöcher habe ich genauso wie bei meiner Unsinkbar 2 gekittet und geschliffen.
Weiter geht's jetzt mit der Akkubox. Der Motor hat 500 Watt und wird mit 24 Volt versorgt. Durch den Aufsatz mit der Welle werden auch die Motorbefestigungsschrauben abgedeckt, sodass auch hier kein Wasser eintreten kann. Die Motorsteuerung ist übrigens dieselbe wie aus meinem Scooterfahrrad. Die hat nur einen Ein- und einen Ausgang, sowie 2 Kabel für den Schalter und 3 Kabel für den Gasdrehgriff. Diese Zusatzstreifen habe ich angeleimt, damit auch die Stockschrauben gut in der Wand halten. Für die Schlussplatte habe ich so eine Fassadenplatte genommen. War aus dem einfachen Grund, weil sich bei einer Holzplatte der Lack durch das ständige Auf- und Abmontieren wahrscheinlich abnutzen würde. Die Übergangsmuffe, die das Aufdrehen der Gewinde verhindert, wird nach vorne geschoben und mit einer kleinen Fixierschraube innen drinnen fixiert. Dann habe ich das Ganze auch schon grundiert und decklackiert, jeweils zweimal. Leider habe ich den Auftrieb des Scooters falsch eingeschätzt und er ist um einiges schwerer geworden als gedacht. Deswegen habe ich mir noch diese Keile aus Styropor gefertigt, lackiert und aufgeklebt. Dadurch wird der Scooter zum einen stromlinienförmiger und er hat wieder mehr Auftrieb. Im Gasgriff habe ich die Elektronik, das ist so ein kleiner Magnetsensor, mit Heißkleber versiegelt, damit kein Wasser dazukommt. Bis jetzt hat das ganz gut funktioniert. Der Dichtungsgummi ist aus EPDM-Folie, derselben, die ich bei meiner Trockenzelle verwendet habe. Den Dichtungsgummi habe ich mit Silikon verklebt und flach gepresst. Über die am Anfang eingeschraubte Düse habe ich dann biologisch abbaubares Fett, damit man keine Gewässer verschmutzt, zwischen die Lager gespritzt. Das Fett soll auch das Eindringen von Wasser in den Motorraum verhindern. Die untere Schraube ist nur, um eventuell eingedrungenes Wasser wieder ablassen zu können. Das hier ist mein selbst ausgedachter Notausschalter, der wird mit einem Magneten von außen unterdrückt. Sobald man den Magneten von außen entfernt, ist also kein Betrieb des Scooters möglich. Die Akkus aus dem Rasenmäher waren leider komplett tiefenentladen.
Das war auch der Grund, warum ich den Rasenmäher zerlegen durfte. Die Akkus habe ich also einfach für 40 € getauscht und wieder eingebaut. Die hintere Styroporplatte ist nur dafür da, damit das Teil nicht untergeht. Da Schiffsschrauben ja in der Regel immer anschieben und man die Drehrichtung nicht ändern kann, habe ich sie jetzt einfach verkehrt montiert. Der Tauchscooter funktioniert auf jeden Fall mal schon richtig gut. Unter dem ersten Test hat er jedoch plötzlich nicht mehr funktioniert. Nachher bin ich drauf gekommen, dass dabei einfach dieser Stecker im Akku abgebrochen ist. Also ein relativ harmloser, aber dummer Fehler, den ich vor Ort leider nicht beheben konnte. Ich muss den Tauchscooter also unbedingt nochmal testen. Bis dahin besorge ich mir auch unbedingt noch eine aggressivere Schiffsschraube mit mehr Anstellwinkel. Und ich brauche auf jeden Fall noch einen kreativen Namen, wie ich das Teil nennen soll. Schreibt mir da gerne eure Vorschläge noch in die Kommentare. Damit bedanke ich mich fürs Anschauen, vielleicht konnte ich auch den einen oder anderen ermutigen, so etwas zu bauen. Und damit bis zum nächsten Mal.